der heutigen Ausgabe geht es um eine Ausschreibung aus Malta. Es handelt sich hierbei um Marcia Marimar Calea Matuk. Sie ist weiblich und am 3. April 2000 geboren. Sie besitzt die maltesische Staatsbürgerschaft. Marcia Marimar Calea Matuk ist ungefähr 160 cm groß. Ihre Naturhaarfarbe ist dunkelblond bzw. braun, wie man anhand späterer Bilder aufgrund des Haaransatzes erkennen kann. Jedoch färbt sie sich die Haare, sodass eine andere Haarfarbe ebenfalls denkbar ist. Sie hat grüne Augen und spricht Englisch sowie Maltesisch. Des Weiteren hat sie folgende auffällige Körpermerkmale. Zu einem hat sie an einem Arm ein Tattoo mit einem abstrakten Design und ein Bild an einer ihrer Hände. Diesbezüglich liegen leider keine Bildmaterialien vor. Auf ihrer rechten Gesichtshälfte besitzt sie ein Piercing, ein sogenanntes Dermal Anchor Piercing. Zudem befindet sich an ihrem rechten Ohr ein Tattoo, welches wie ein Herz aussieht. Kommen wir nun zum Sachverhalt. Die 23-jährige Marcia Matuk wird wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und psychotropen Substanzen gesucht. Die Tat ereignete sich im August 2019, als sie gerade einmal 19 Jahre alt war. Marcia Marimar Calea Matuk wurde zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem sie für schuldig befunden worden war, 340 Gramm Cannabis mit einem Straßenwert von 6.466 € besessen zu haben. Sie wurde auch für schuldig befunden, Cannabis in einer Entfernung von weniger als 10 Metern von einer Schule oder einem Ort besessen zu haben, der von Jugendlichen besucht wird. An diesem Tag im August 2019 hielt die Polizei einen Mietwagen vor einem Geschäft in Birkirkara an, nachdem sie Informationen erhalten hatte, dass ihr Lebensgefährter Drogen bei sich haben könnte. Ihr Lebensgefährter saß mit in ihrem Auto. Ihr Ehemann ist aufgrund eines langen Vorstrafenregisters bereits polizeilich bekannt. Zu ihm wird es demnächst ein separates Video geben. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass das Cannabis im Kofferraum und in einer Tasche gefunden wurde, die sich vorne auf der Beifahrerseite befand. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Angeklagte und ihr Lebensgefährte ins Polizeipräsidium gebracht wurden. Für ihren Lebensgefährten wurde ein Durchsuchungsbeschluss ausgestellt, um nach einem Sprengsatz zu suchen, weshalb bereits anderweitig ermittelt wurde. Die Summe von 2.453,80 €, die bei ihrem Lebensgefährten gefunden wurde ebenfalls dem Gericht vorgelegt. Es wurde erklärt, dass in der Handtasche der Frau auch ein kleines Tütchen mit Cannabis gefunden wurde, von dem sie jedoch behauptete, es sei für ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Zu den im Auto gefundenen Drogen sagte die Angeklagte, dass sie weder ihr noch ihrem Lebensgefährten gehörten und dass sie sich bereits im Mietwagen befunden hätten, bevor sie selbst eingestiegen seien. Trotz dieser Behauptung vor Gericht stellte sich heraus, dass sich die Tasche in einer Einkaufstasche befand, die sie in dem Geschäft gekauft hatten, vor dem sie angehalten hatten. Es gab auch eine Quittung zum Kauf der Einkaufstasche. Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Kevan Azzopardi stellte fest, dass die Personen, die den Mietwagen vor den Matuks gemietet hatten, ihn nur wenige Minuten lang benutzt hatten. Es sei unmöglich gewesen, dass die Menschen vor ihnen Lebensmittel gekauft hätten und innerhalb weniger Minuten dorthin gefahren seien, wo sie das Auto abgestellt hätten. Das Gericht stellte auch fest, dass die Angeklagte und ihr Lebensgefährte das Auto nicht unmittelbar nach der vorherigen Anmietung genutzt haben, sondern nach Anmietung zunächst sich woanders befunden haben mussten. Das Gericht erklärte, dass es unwahrscheinlich sei, dass jemand einen Mietwagen benutzt und eine Tüte Cannabis im Wert von mehr als 6.000 € zurücklässt, obwohl er wusste, dass das Auto von jemand anderem genutzt werden könnte. Neben dem Fakt, dass das Auto nur kurzzeitig angemietet war. Es sei zudem äußerst unwahrscheinlich, dass jemand eine Tüte Cannabis nicht bemerkt, weil sie einen starken Geruch hinterlässt. Der Richter fügte hinzu, dass wenn jemand Drogen in einem Auto findet, er das Auto nicht benutzen würde und mit hoher Wahrscheinlichkeit dies den Behörden meldet. Das Gericht stellte fest, dass auf der Tasche ein Fingerabdruck gefunden wurde, der mit der linken Hand des Ehemanns von Marcia übereinstimmte und widersprach daher der Version der Angeklagten, dass die Tasche bereits da war und nicht ihnen gehöre.
Sie stellten fest, dass sie an der anderen Tasche Abdrücke fanden, die mit denen ihres Partners und einer anderen Person übereinstimmten. Die Aussage der Angeklagten sei daher nicht glaubhaft aufgrund der gefundenen Fingerabdrücke sowie dem Einkaufsbeleg der Einkaufstasche. In der Anklageschrift hieß es, dass beide Angeklagten von der Tasche wussten, sowie was sich darin befand, weil sie sich direkt neben ihren Füßen befand. Das Gericht befand sie daher in beiden Anklagepunkten für schuldig und stellte fest, dass die Angeklagte keine besorgniserregenden Vorstrafen hatte, die Vorwürfe jedoch schwerwiegend waren und verurteilte sie daher zu 15 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 3.500 Euro. Ihr Ehemann war zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Gegen die Urteile wurde Berufung eingelegt, aber die Kalea Matuks sind von den maltesischen Inseln geflohen. Doch wie konnte dies geschehen? Nach maltesischem Recht dürfen Personen, die eines Verbrechens für schuldig befunden und von einem Friedensgericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, die Haft verlassen, wenn sie gegen diese Entscheidung Berufung einlegen, bis das endgültige Ergebnis dieses Verfahrens vorliegt. Dies gilt nicht für Personen, die von einem Strafgericht verurteilt werden, das von einem Richter geleitet wird. In diesen Fällen bleibt eine Person, die wegen einer Straftat verurteilt wird, in Haft, bis über die Berufung entschieden ist. Der Fall von Kalea Matuk wurde einem Magistratsgericht zugewiesen und sie war daher zunächst auf freiem Fuß, nachdem Berufung gegen die Verurteilung eingelegt wurde. Am 16. August 2023, kaum 6 Wochen nach den Urteilen, gelang den Matuks die Flucht. Maltas Polizei bemerkte es nicht. Es sollte noch 2 weitere Wochen dauern, bis Matuk auf der Europol-Liste der meistgesuchten Flüchtlingen auftauchte. Marcia Marimar zählt mittlerweile zu den Top 4 Frauen, die seitens Europol gesucht werden. Wie wurde die Flucht dennoch bemerkt, wenn es vorerst der örtlichen Polizei nicht auffiel? Marcias Familie stellte fest, dass sie seit Mittwoch, dem 16. August 2023 offline war. Marcia war nicht mehr auf WhatsApp online und sie versäumte es, Anrufe auf ihrem Handy entgegenzunehmen. Ihr Bruder schlug am 17. August Alarm, als sie nicht zur Arbeit erschien. Er sagte, dass ihre Familie anfing, sich Sorgen zu machen, da sie nicht zur Schicht im Laden ihres Bruders erschien. Auch ihre Großmutter begann zu ahnen, dass etwas nicht stimmte, als sie viele Male anrief und Marcia nicht erreichen konnte. Die verzweifelte Frau erstattete am Freitag, dem 18. August 2023, Anzeige bei der Polizei. Ein Familienangehöriger besuchte am Samstag, dem 19. August, die Residenz der Matuks und klopfte 45 Minuten lang an der Tür. Niemand antwortete oder öffnete diese. Der Verwandte sagte zur Zeitung Times of Malta, dass die Familie sich zu fürchten begänne, ob es einen Unfall gegeben haben könnte und beide tot im Haus seien. Erst dann reagierte die Polizei, obwohl Tage zuvor keine Eintragungen seitens des Ehepaars ins Kautionsbuch erfolgten. Die Polizei brach ein, aber das Haus war leer, bis auf 8 Hunde und einen Vogel, welche vom Ehepaar zurückgelassen wurden. Der ganze Ort war in einem Chaos, was darauf hindeutete, dass die Matuks in Eile gegangen waren. Ein Verwandter Marcias sagte, dass das nicht typisch für Marcia und ihren Mann sei, da sie in der Regel sehr gut organisierte Leute seien. Alle Haustiere wurden 2 weitere Tage später in andere Heime oder Tierheime umgesiedelt. Es wird angenommen, dass Marcia und ihr Ehemann Jomik, der wegen der Einfuhr von Sprengstoff sowie Gift verurteilt wurde, aus Malta geflohen sind. Wahrscheinlich auf dem Seeweg, da ihre Namen in keiner offiziellen Liste der Ausreisen auf dem See- oder Luftweg aufgeführt waren. Die Polizei geht nach einem Hinweis davon aus, dass sich das Paar in Serbien aufhält und gefälschte Pässe benutzt hat, um das Land zu verlassen, oder dass sie Sizilien auf dem Seeweg überquert haben und dann durch Italien in den Norden gefahren sind. Sicher ist diese Information nicht. Beide könnten sicherlich überall auf der Welt sein, da ihre Flucht erst Tage später bemerkt worden ist, und zudem könnte das Erscheinungsbild geändert worden sein. Das Verschwinden von Marcia und ihres Mannes hat ihrer Familie großes Leid bereitet.
Auch Verwandte von Marcia sprachen mit der Times of Malta über ihr Verschwinden und sagten, dass sie befürchteten, dass sie gezwungen sein könnte, das Land zu verlassen und dass sie in Gefahr sein könnte aufgrund ihres kriminellen Ehemanns. Hinweise können unter folgender Telefonnummer übermittelt werden: +356 2294 3342 oder über das Kontaktformular auf www.eumostwanted.eu. Wie immer sind die Kontaktdaten auch in der Infobox verlinkt. Hinterlasst ein Like und teilt das Video mit euren Freunden und Verwandten, sodass das Ehepaar Kalea Matuk gefasst werden kann, damit kein weiterer Sprengstoff und Gift wie Rizin in diverse Länder importiert wird. Abonniert den Kanal, um künftig keine weiteren Öffentlichkeitsfahndungen zu verpassen.